meine Lieben, wir präsentieren euch heute mal einen Teil unserer Stadt, dem wir uns eigentlich noch nicht so sehr gewidmet haben, obwohl es eigentlich einer der Lieblingssets von Christoph immer sind. Aber gut, deswegen, wir kommen jetzt mal dazu. Irgendwie, endlich ist es soweit, endlich ist es soweit. Wir waren jetzt immer eher beim Strand und sonst nirgends, aber wir haben auch dieses Ninjago District und das möchten wir euch heute präsentieren, vor allem auch, weil wir endlich, es ist unglaublich, die Ninjago Gardens haben. Schaut echt cool aus. Ja, es ist vielleicht habt ihr es in einem der früheren Videos schon mal gesehen. Wir waren zu nervös, um es euch zu zeigen. Ja. Seht euch mal das an, wie cool das aussieht, wenn hier alle drei Ninjago City Sets nebeneinander aufgebaut sind. Wir haben die Ninjago City, in der Mitte den Hafen und rechts davon diese Gardens. Viele von euch wünschen sich ein Review von diesem Set, das machen wir sehr gerne. Wir haben uns nur gedacht, wir stellen das jetzt mal in die Stadt und vielleicht machen wir dann ein Review von allen zusammen. Mit dabei ist auch dieses Frühlingslaternenfest und wir möchten euch zeigen, was wir hier jetzt vorhaben. Also das heißt, wir sind hier in der Nähe des Strands. Hier hinten ist die Innenstadt. Und hier haben wir uns gedacht, machen wir so eine kleine asiatische Ecke. Lego bringt ja nicht so viele asiatische Sets raus wie manche andere Hersteller, aber dennoch ganz coole. Wir sind eigentlich schon Ninjago-Fans, aber haben davon wenig Sets. Beginnen wir mal ganz außen hier mit dem Drachenbootrennen. Das ist noch nicht fertig gefliest, weil wir nicht gewusst haben, wie weit die Ninjago City hier ins Meer ragen wird. Die Drachenboote, falls ihr es noch nicht wisst, was ich nicht hoffe, aber gut, es gibt immer wieder Neuankömmlinge, sind da ganz hinten. Die machen sich erst auf den Weg zum Ziel und ja, mit vielen Hindernissen, aber ich hoffe, sie kommen dann doch. Das wird etwas schwierig werden, ein richtiger Hindernisparcours. Genau, was haben wir uns jetzt hier gedacht? Also hier steht jetzt das komplette Ninjago City Assortiment. Die Sets sind wunderbar, da braucht man sich nichts vormachen. Wir geben euch auch eine klare Kaufempfehlung für die Ninjago City Gardens ab. Ja. Wenn ihr 300 € jetzt mal schnell auf der Seite habt, das muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, aber es ist ein tolles Set, ist sogar noch höher als die Ninjago City selbst. Und auch mal vielleicht ein kurzer Blick. Das sieht einfach so toll aus, wenn man bei uns in den Lego-Raum hineinkommt und dann, ja, jetzt ist auch links so ein richtiges Highlight mit dieser Ninjago City. Wenn man hier herumgeht, sieht man die Sets dann von der Innenseite und ich sage euch, die sind alle so detailliert und haben so coole Ecken und Winkel, dass ich ganz hin und weg bin. Ich weiß nicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschwärmt habe, war, als ich Rita kennengelernt habe. Das ist schon einige Zeit her und ist schon fast verjährt. Wir haben auch diesen Anbau mit diesem kleinen Schrein, der ja hier im Wasser steht, haben wir hier in der Mitte eingebaut. Das geht sich dann nämlich ganz schön aus, dass hier dieser überbordende Balkon Platz hat, den kann man nämlich sonst nicht hier direkt am Hafen anbauen. Aber ja, so sieht das jetzt aus. Auf dieser Seite hier haben wir auch noch einiges am Platz. Wir haben jetzt hier mal einfach die Bodenplatten hingegeben, damit das nicht so unbebaut aussieht. Ein paar Figuren liegen auch schon herum, die werden natürlich hoffentlich bald platziert, aber ja. Das kommt dann noch. Wir haben uns schon für ein paar Figuren entschieden, die hier hinkommen, oder besser gesagt Rita. Das heißt, man hat jetzt hier die Möglichkeit, beim Ninjago City Bahnhof auszusteigen. Hier werden wir noch einen kleinen Fuhrplatz planen, damit die Leute dann auch, wenn sie nicht in die Ninjago City wollen, damit sie hier dann in Richtung Strand vielleicht gehen können. Es kommen ja auch immer wieder Leute mit dem Zug zum Strand, auch wenn ich finde, dass die Monorail hier die präferierte Transportmöglichkeit sein sollte. Ist jetzt eigentlich eine Monorail ein Zug schon, oder? Ich kenne mich da nicht so gut aus bei Zügen, aber ich denke mal, ja, man kann es so, sie haben auf jeden Fall Schienen und alles, was auf Schienen fährt, ist für mich ein Zug. Ja, egal, das ist nicht das Thema des heutigen Videos, leider, aber es kommen bald wieder Zugvideos. Wir haben hier jetzt auch dieses Frühlingslaternenfestival-Set hingestellt, was ein super Set ist. Ihr habt es vielleicht gesehen im Review, hier mit dem leuchtenden Ochsen. Das passt wirklich sehr gut hier hin.
Und hier drüben, ihr seht das mit dem Eingang hier, den wir da mal hingestellt haben, da hätte ich gern quasi sowas wie eine Fußgängerzone gemacht, vielleicht mit ein paar Ständen oder sonstigen Attraktionen. Wir müssen uns das erstmal genauer anschauen, was wir da alles noch dazu bauen könnten. Vielleicht auch, wenn ihr Ideen habt, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Und da wieder eine nette Gegend, wo quasi die Minifiguren flanieren können und ja, diesen netten Ort genießen können, etwas essen können, etwas trinken. Genau, sowas in die Richtung. Vom Ambiente hier wird dieser Ort hier wirklich wahrscheinlich unerreicht sein. Seht euch mal dieses Überangebot an, ja, alle möglichen an. Das Einzige, was ich Rita noch gar nicht gesagt habe, was ich aber fast machen muss, ist, damit wir eben hier mehr oder weniger diesen offiziellen Eingang in diese asiatische Themenwelt so durchführen können, müssen wir beim Strand so ein wenig hinter diesem Orca eine Kehrtwende machen und so schräg hinunter. Das heißt, diese Steine kommen dann ein bisschen weiter in Richtung dieses Vita Rush Sponsoring Trucks. Was ist jetzt? Was bedeutet das, dass der Vita Rush Truck wegkommt? Das geht sich, glaube ich, genau aus, dass der dort bleiben kann, okay. Aber gleich hinter dem Truck wird diese Steinmauer hinkommen. Und genau, wie Rita richtig gesagt hat, wir werden dieses, das fällt jetzt sicher dieses Portal hier verwenden als Eingangsbereich. Man kann natürlich auch durch diesen Park gehen, wenn man möchte. Und dann haben wir hier schon einen, auch aus einem Ninjago City Set, oder Ninjago Movie ist das, glaube ich, so einen Fischverkaufsstand, da werden wir noch ähnliche Stände bauen, das heißt, das soll so ein chinesischer Markt werden und dann geht es eben hinten, wie ihr seht, hoppala, die Satellitenschüssel, wie die drauf haben. Oh. Das ist eigentlich meine Sache, dass die Sachen haben. Oh, nein, die gehört, glaube ich, hier. Ja, wenn das dir passiert wäre, dann gibt es schon wieder einen Tumult, aber egal, ich rede einfach weiter. Wir wollen hier, also hier haben wir jetzt mal grüne Baseplates platziert, damit ihr euch vorstellen könnt, wie viel Platz wir hier haben. Ja. Hier wird dann eine Fußgängerzone hinkommen. Ich habe mir zuerst gedacht, dass wir die Fußgängerzone vielleicht relativ bunt und wild fließen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt dafür, die eher im klassischen Stil, ja, wie wir es sonst immer haben, in dunkelgrau zu machen, dann hebt sich nämlich die Ninjago City als Ganzes noch besser ab von dem Boden hier. Ja. Das heißt, wir werden das hier dann früher oder später mal fließen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Springbrunnen. Dann kommen auf jeden Fall noch diese Marktstände hier hin. Man könnte ja ein paar Farbakzente setzen, dass man quasi jedes Grau fließt, aber ein paar bunte Fliesen hineingibt. Keine Ahnung. Das oder wäre vielleicht möglich. Irgendwelche Muster hineinbaut, quasi wie du beim Hafen gemacht hast mit diesem Dreizack. Das wäre möglich. Keine Ahnung. Das wäre möglich, ja. Ich möchte auf jeden Fall den Stil dieser Fußgängerzone irgendwie an die Ninjago City anlehnen. Ja. Das heißt, es kommen vielleicht ein paar dieser Lampions auch an die Straßenseite. Es soll wirklich so sein, wie wenn man in eine andere Welt eintaucht. Vielleicht auch irgendwelche, keine Ahnung, so buddhistische Glücksbringer, vielleicht, weiß ich nicht, am Wegesrand irgendein alter, keine Ahnung, ein Koi-Karpfen in Form eines, was weiß ich, oder ein Drachen. Man bräuchte auch diese Katze, die immer so wackelt. Genau, wir haben auch diesen Ochsen, dieses Gift with Purchase, aber der ist relativ groß. Ich weiß nicht, ob sich der hier ausgeht. Müssten wir mal schauen. Auf jeden Fall so auch im Stil, wie hier dieses Frühlingslaternenfest ist. Das wollen wir ein bisschen so gestalten. Da haben wir hier eigentlich auch relativ viel Platz dafür. Und ich denke, dass das ganz nett werden könnte. Das Einzige, was wir jetzt noch überhaupt nicht wissen, wie wir das lösen sollen. Ja. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir hier die Ninjago City einfach mehr oder weniger im Meer enden lassen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wenn ihr genau hinseht, die Ninjago City steht auf einer Baseplate, dann ist darüber eine Reihe schwarze Plates und dann kommt erst das Wasser. Ich weiß nicht, man sieht es hier nicht besonders gut, aber das ist um eine Plate höher als das Meer. Jetzt ist die Frage, wie wir das irgendwie hinbekommen. Ich habe schon an eine Mauer gedacht, aber das würde hier wahrscheinlich nicht gut aussehen. Auf der anderen Seite, ja, man sieht es kaum. Hier innen müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen, was wir machen.
beim Meer bin ich mir jetzt noch nicht sicher und ich glaube, Rita ist da auch noch etwas überfragt und ratlos. Also hier werden wir auf jeden Fall irgendeine Abzäunung machen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht diesen Frühlingslaternenfestpark noch um 1, 2 Starts oder auch 3 oder 4 von mir aus erweitern, denn der ist ja so schön umzäunt und hinten ist er aber offen. Das heißt, ob wir nicht hinten irgendwie noch einen Zaun anbauen zusätzlich. Und auf der anderen Seite müssten wir schauen, was wir mit dem Wasser machen. Stimmt, ja. Das schöne Wasser. Aber irgendeine Lösung fällt uns da sicher ein, denke ich. Da werden uns sicher was einfallen. Und ja, wir lassen uns die Stimmung jetzt einfach nicht drüben. Ich bin so geflasht und gehypt, dass wir endlich dieses Ninjago City Garden Set hier vorstellen können. Es steht ja schon ein paar Tage bei uns in der Stadt. Vielleicht habt ihr es auch schon in einem anderen Video gesehen. Dieser Turm ist ja nicht zu verachten. Den sieht man schnell. Ich habe mir zuerst gedacht, ob nicht diese Monorail hier ein bisschen störend ist. Ich finde, ich freue mich nämlich schon auf, ja, ich weiß, du hast gemeint, dass das irgendwie das verdeckt. Aber erstens mal, eine Monorail kann nichts verdecken, denn eine Monorail ist super. Zweitens, ja, abgebaut hätte ich sie sowieso nicht. Nein, aber Christoph wollte das irgendwie da so weiter weg komisch bauen. Egal, haben wir sofort verworfen oder ich habe es verworfen, weil ich mich nämlich schon drauf freue, wenn wir mal wieder so ein On-Board-Video machen quasi, dass wenn die Monorail dann hier vorbeifährt, dann auch die Ninjago City Gardens extrem cool filmen wird. Das freut mich schon. Ganz richtig, ja. Und außerdem ist das ja, wenn ihr schon mal in Hongkong oder Bangkok oder wo auch immer wart, dort ist das einfach so, dass da diese Züge extrem nahe an den Häuserfronten vorbeifahren. Und ja, man muss halt einfach ein bisschen genauer schauen. Wir werden ja auch natürlich den Bereich hier direkt unter der Monorail noch irgendwie bebauen. Ich weiß nicht, ob da hier vielleicht noch diese asiatische Themenreihe eben bis hierhin geht, dass wir dieses Eck noch ausfüllen. Ja, so viel dazu. Es ist auf jeden Fall wirklich ein tolles Set. Ich habe eine Riesenfreude damit. Ich glaube, Rita auch. Ja. Und ich glaube auch, dass Rita nicht nur eine Freude mit diesem Ninjago City Set hat, sondern sie ist auch hungrig. Das heißt, wir gehen jetzt schnell mal rüber auf ein Sushi. Nach so viel Arbeit und jetzt darf ich endlich wieder Sushi essen. Also ich denke mir, wie kann man da Nein sagen? Genau, ja. Das heißt, nichts wie los zum Sushi essen. Vielleicht treffen wir ja Leute dort. Dann sagen wir ihm von euch schöne Grüße. Auf jeden Fall. Und dann, ja, wenn wir nicht von Armageddon gekidnappt werden, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seht uns bald wieder. Wenn nicht, bitte nach uns suchen. Und ja, in dem Sinne, baut auch ihr was Schönes. Vielleicht habt ihr eine super Idee für diesen Bereich hier, dann bitte unten in die Kommentare. Wir freuen uns und schaut euch das nochmal an. Es ist doch wunderbar. Ach ja, in dem Sinne, baut auch ihr etwas Schönes von Ninjago. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüssi. Tschüssi.